Wir haben Südspanien erreicht, sind jetzt in Andalusien auf dem Camping Mar Azul in Palermo. Wir haben unsere Route geändert, darüber möchte ich in diesem Video berichten. Und wir haben einige neue Stellplätze, nicht einige, aber 2, 3 neue Stellplätze in Frankreich haben wir uns angeschaut und darüber möchte ich auch in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Wir haben ja aufgrund des Unwetters in der Region Valencia unsere Route geändert, sind durchs Landesinnere gefahren, also sprich so etwa Girona, von dort aus ins Landesinnere Richtung Zaragoza, Madrid und dann runter Granada bis hier wieder ans Meer. Diese Route sind wir schon mehrmals gefahren, wir kennen die, aber jetzt 6 Jahre nicht mehr. So war das ganz schön für uns, dass wir auch mal wieder diese Route gefahren sind. Ich weiß, inzwischen kann man wieder Valencia passieren, also die Autobahnen werden in den nächsten Tagen auch wieder befahrbar sein. Man musste ansonsten durch Valencia fahren, das war alles möglich, aber natürlich war die Verkehrsdichte und es gab Staus, also war nicht so ganz angenehm. Haben ja einige erzählt, dass sie durchgefahren sind, hier Richtung Süden. Aber für uns war das kein Thema. Wir haben gesagt, wir waren ja noch ein bisschen früh dran. Da war es noch nicht so weit. Valencia war immer noch ein großes Problem mit den Straßen durch das Unwetter. Und so sind wir dann durch das Landesinnere gefahren. Ja, durch das Landesinnere war für uns kein Problem. Es gibt da ausreichend Stellplätze. Wir sind alles Autobahn gefahren. Die Autobahn ist mautfrei. Und darüber werde ich dann in weiteren Videos demnächst auch noch berichten, welche Stellplätze wir genau angefahren sind. Aber jetzt geht es erstmal los mit einem Stellplatz, den wir in Frankreich angefahren haben, der ganz interessant ist, auch für alle, die Richtung Spanien fahren, als Etappenplatz den zu nutzen. Und den möchte ich euch jetzt zeigen. Eins muss ich noch hinzufügen, wir fahren zurzeit ohne Mautbox. Es hat leider nicht geklappt, wir haben noch keine Mautbox, keine neue erhalten von Maut 1. Die ist nicht rechtzeitig bei uns angekommen vor unserer Abreise. So fahren wir jetzt ohne Mautbox, das ist kein Problem. Wir ziehen bei der Einfahrt zur Autobahn ein Ticket und wenn wir rausfahren, bezahlen wir. Das ist kein Problem, man braucht keine Mautbox. Ist angenehm, aber es geht auch ohne. Wir hatten uns ja vorgenommen, einige neue Stellplätze vorzustellen auf unserer Route Richtung Spanien. Etappenplätze, die man gut nutzen kann, wenn man auf der Reise Richtung Süden ist. Wir sind am Morgen von Bouqueneville aus gestartet auf der Autobahn Richtung Dijon, haben Dijon passiert und fahren jetzt die Stadt Boone an. Dort gibt es schon länger einen größeren Stellplatz und den möchte ich jetzt hier mal kurz zeigen. Wir finden es immer sehr angenehm, wenn der Platz nicht zu sehr weit von der Autobahn entfernt ist. Und das ist in diesem Fall so. Wir fahren jetzt hier in die Stadt Boone ein und müssen jetzt nach dem Stellplatz suchen. Wir arbeiten mit 2 Navis. Einmal haben wir das Garmin Camper 890 vorne auf dem Armaturenbrett und dann habe ich noch Google Maps an über das Handy, über die, wie heißt das, Apple Car heißt das, glaube ich. Und dann dort kann ich auch genau sehen, wo der Platz ist. Und jetzt versuchen wir den anzufahren. Ja, das gelingt uns nicht auf Anhieb, denn wir sind jetzt irgendwie falsch. Den Platz finden wir nicht. Unsere Navis haben uns irgendwie den falschen Weg gezeigt. Wir wissen aber nicht, woran es liegt. Ob wir nun vielleicht die falschen Koordinaten eingegeben haben oder ob die grundsätzlich falsch sind, die Koordinaten. Jetzt müssen wir hier in der Stadt eine Möglichkeit finden, um zu wenden. Die kommt auch gleich kommt ein Kreisverkehr, da werden wir dann wenden und dann werden wir nochmal genau gucken, wo der Platz liegt. Hier ist der Kreisverkehr. Während wir hier jetzt wenden, hat Rita auf ihr Handy geschaut und geprüft, wo der Platz nun genau liegt und deshalb wissen wir, dass wir jetzt hier wenden müssen und wieder zurück müssen und fahren dann den Platz neu an.
Ich habe es dann nochmal kontrolliert. Die Koordinaten waren nicht ganz richtig in der App angegeben, in der App vom Camperkontakt. Deshalb sind wir an dem Platz vorbeigefahren und die Zufahrt ist auch schlecht zu sehen. Jetzt fahren wir drauf zu. Hier gleich auf der rechten Seite kommt die Zufahrt. Kommt erst eine Einfahrt, die ist es nicht. Und ein kleines Stückchen weiter, da gibt es eine weitere Einfahrt und da müssen wir rein. Man sieht jetzt auch das Hinweisschild zum Stellplatz hin. Das haben wir bei unserer ersten Zufahrt hier nicht gesehen und sind deshalb vorbeigefahren. Normalerweise hat dieser Platz ein Schrankensystem, aber man sieht, die Schranke ist offen und defekt. So kann man hier zurzeit kostenlos auf dem Platz stehen. Ja, du musst aber hier am besten diese langen nehmen. Da ich einen Trecker verbaut habe in unserem Wohnmobil, kann ich ganz genau nachverfolgen, wie ich gefahren bin. Kann auch sehen, wie wir wieder rausgefahren sind. Das ist hier schon alles mit drauf. Und ja, weiß, wo der Fehler liegt oder wo ich gewendet habe. Wie auch immer. Wir sind hier auf einem Mittwoch, etwa in der Mittagszeit angekommen. Der Platz ist schon gut besucht, aber es gibt auch noch ausreichend freie Plätze. Es gibt circa 10 Plätze, die länger sind für größere Mobile oder für Mobile mit Anhänger. Auf der rechten Seite sehen wir die langen Plätze und auf der linken Seite gibt es kürzere Plätze für Fahrzeuge, würde ich mal so schätzen, bis zu 7 Meter Länge. Insgesamt soll es hier 70 Plätze geben. Vorne an der Zufahrt findet man eine Infotafel mit den Preisen. Der Platz kostet am Tag 8,70 € für 20 Stunden. Wenn man Wasser möchte oder wenn man Strom möchte, muss man Jetons ziehen hier mit der Visa-Card und dann bezahlt man mit den Jetons entsprechend entweder den Strom oder das Wasser. Wenn ich Visa-Karte sage, meine ich natürlich Kreditkarte. Wenn man Grauwasser ablassen möchte, das ist kein Problem, ist kostenfrei. Hier gibt es eine Roste, da kann man entsorgen. Dann sehen wir hier nochmal eine Säule. Dort kann man die Toilette entleeren, die Kassette. Das muss man allerdings auch bezahlen. Und zwar braucht man dafür eben einen Jeton. Und das kostet dann eben 4,70 €, wenn ich das richtig verstehe. Man wirft hier den Jeton ein und dann öffnet sich links eine Tür. Dort kann man die Kassette ausschütten und auch spülen. Da das Schrankensystem nicht funktioniert und damit auch die Bezahlung nicht erforderlich war, kann ich natürlich nicht genau es hier über berichten. Und entsorgt haben wir hier auf diesem Platz auch nicht. Strom gibt es auf der linken Seite auch, gibt Stromsäulen dort. Hier braucht man eben einen Jeton, den man einwerfen muss. Und dann bekommt man für 4 Stunden Strom. Das heißt, man zahlt für 4 Stunden 4,70 €. Das ist natürlich viel Geld für Strom. Ich denke, man muss beim Einfahren ein Ticket ziehen und das hier bei der Ausfahrt dann bezahlen. Denn an diesem Automaten hier sieht man, dort gibt es den Hinweis Ticket und auch Kreditkarteneinschub. Insofern wird hier die Bezahlung erfolgen und dann kann man ausfahren. Hier an der Ausfahrt findet man da gleich auch das Hinweisschild Richtung Autobahn, sodass man gleich weiß, in welche Richtung man fahren muss. Da wir ja frühzeitig hier auf dem Stellplatz angekommen sind, haben wir uns natürlich noch auf den Weg gemacht in die Stadt, in das Zentrum der Stadt. Und da geht vom Stellplatz aus ein Fußweg los. Da kann man dann problemlos in die Stadt laufen. Wir sind jetzt ohne große Vorkenntnisse, was Sehenswürdigkeiten betrifft, hier von Boone in die Stadt gelaufen. Ich weiß nur so viel, die Stadt hat ca. 20.000 Einwohner und ist ja Hauptstadt des Weines hier im Burgund. Wir sind ja jetzt nicht vorbereitet und so wissen wir auch nicht, welche Sehenswürdigkeiten wir uns hier anschauen müssten.
Aber das ist manchmal so, wenn man so spontan losgeht. Insofern ist das ein bisschen schade. Also wer hier diese Stadt anfährt, der sollte sich vielleicht ein bisschen vorbereiten auf das, was es hier alles zu sehen gibt. Es gibt hier schicke Restaurants, aber die Preise, so wie man hier sieht, sind auch nicht ganz ohne. Zurück zum Stellplatz, der hat sich weiter gefüllt, auch größere Mobile sind jetzt inzwischen eingetroffen, aber der Platz, der reicht hier. Auch am Abend waren noch Plätze frei, ob das immer so ist, weiß ich natürlich nicht, aber bei der Vielzahl von Plätzen hat man, glaube ich, immer eine Chance, hier mal noch ein Plätzchen zu finden. Der Platz ist hier gut ausgeleuchtet durch die Straßenlaternen. Das macht die Sache angenehm am Abend. Dann ist man nicht so hier nur im Dunkeln. Am Abend ist auch die Straße ruhig, die vorbeiführt. Dort gibt es auch eine Tankstelle. Dort kann man frühstücken, habe ich mir sagen lassen. Wir waren dort nicht. Ich denke, dass dort wahrscheinlich dann auch ein frisches Baguette gibt. Nächster Morgen, leider ist es etwas nebelig, das Wetter ist nicht mehr so schön wie die Tage vorher, aber es nutzt sich, so starten wir zu unserer nächsten Etappe und zwar soll es bis nach Chusclon gehen, das sind ca. 350 Kilometer von Boone aus. Wir sind wieder schnell an der Autobahn, an der A6, die uns dann erstmal bis nach Lyon führt. Vielleicht noch ein paar Worte zur Maut in Frankreich. Das ist ja in verschiedenen Klassen, wird man da eingestuft. Für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gibt es eine andere Klasse wie unter 3,5 Tonnen. Und dann natürlich auch die Höhe. Gemessen wird aber meistens die Höhe. Das heißt, wenn man über 3 Meter hoch ist, kommt man in eine andere Klasse. Wenn ich das richtig weiß, in die Klasse 3. Und entsprechend zahlt man auch Maut. Wir haben uns diesmal entschieden, durch Lyon zu fahren, nicht die Umfahrung zu nutzen, sondern direkt durch Lyon zu fahren. Man sieht es hier, es staut sich so ein bisschen. Man muss dann mit ein bisschen mehr Zeit rechnen. Ist natürlich etwas kürzer. Ich schätze mal so etwa 20 Kilometer ist es kürzer, wenn man durch Lyon fährt. Und dann muss man natürlich hier auch durch die Tunnel, das sind 2 Tunnel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die man durchfahren muss. Wenn man keine Staus hat, dann ist man etwas schneller, wenn man durch die Stadt fährt. Hier gibt es allerdings eine 7,5 Tonnen Begrenzung durch die Stadt. Weiß jetzt aber nicht genau, ob die nicht nur für LKWs ist und Wohnmobile davon ausgeschlossen sind. Das entzieht sich im Moment meiner Kenntnis. Zwischenzeitlich hatte sich ja das Unwetter in der Region Valencia ereignet und davon haben wir natürlich auch erfahren und jetzt ist für uns nicht ganz klar, was machen wir jetzt, und so haben wir während der Fahrt diskutiert, was machen wir. Fahren wir weiter nach Spanien, bleiben wir noch in Frankreich, und die Entscheidung ist in diesem Moment noch nicht gefallen. Jetzt sind wir auf der direkten Anfahrt zum Stellplatz in Chusclon. Diesen Platz haben wir schon häufiger genutzt. Ich habe auch schon mehrfach über diesen Platz berichtet. Wir werden dort jetzt erstmal hinfahren. Das Wetter ist sehr schön. Wir haben um die 20 Grad Außentemperatur und so haben wir uns überlegt, dort erst einmal zu bleiben und die Lage zu checken, wie es in Spanien jetzt genau aussieht und ob wir überhaupt fahren können und wie wir fahren können. Jetzt noch ein paar Worte zur Maut. Wir haben von Boone bis Lyon 34 € Maut bezahlt.
Von Lyon bis zur Abfahrt hierhin haben wir dann nochmal 38 Euro bezahlt. Also insgesamt haben wir für die Fahrt 72 Euro Maut bezahlt. Von der Autobahn bis zum Stellplatz muss man noch ca. 20 Kilometer eine Nebenstrecke fahren. Dann erreicht man Chusclon. Dieser Stellplatz liegt bei einer Weingenossenschaft. Es handelt sich um einen großen geschotterten Platz. Alles sehr einfach, dafür aber auch kostenfrei. Und es gibt dort eine End- und Versorgung. Er wird inzwischen von vielen Campern genutzt als Etappenplatz. Und einige bleiben sogar einige Tage hier, um vielleicht ein bisschen sich zu erholen von der Fahrt. Ich weiß es nicht. Aber auch das Umfeld, hier die Rhone ist nicht weit entfernt, kann man schnell hin. Also hier kann man auch so ein bisschen was unternehmen. Man sieht auch, schon am Nachmittag ist der Platz gut besucht. Aber man kann hier auch noch mitten auf dem Platz sich hinstellen. Das werden wir jetzt machen. Und dann werden wir erstmal hier weiter beraten, wie unsere Reise weitergehen soll. Das soll es für heute gewesen sein. Ich werde natürlich weiter berichten über unsere Reise, über weitere Stationen, die wir auf unserer Reise nach Spanien genutzt haben. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.